Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen mal wieder zu etwas ganz anderem, weil das mich gerade anlächelte, habe ich es gerade eben installiert. Ist im Game Pass von Microsoft. Laut How Long to Beat auch nur 2 Stunden lang. Schauen wir uns mal an. Published von Annapurna Interactive und heißt Open Roads. Und ich sag mal starten. Ich, Mutter Oma Helen, zum Geburtstag zum 80. Hier können wir lesen. Aha. Das muss bei Dings. Achso, lassen wir mal. Anderes Thema. So, umdrehen. Alles in Ordnung. Einpacken. Mama will, dass ich mein Zimmer für den Umzug nächste Woche aufräume. Es hat zwar gedauert, aber ich bin fast fertig. Ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste fehlen noch. Okay, Testzeugs. Rechte Maustaste ranzoomen. Oh, ist das süß. Was ist das denn hier? Ach, das ist so ein komischer Stein, ne? Schon ein paar Mal gesehen. Aber ich muss mal... Mausgeschwindigkeit. Die ist ja volle Pulle hier. So. Besser, viel besser. Wir sind nicht in Deutschland, aber ich nehme die Steckerleiste mit. Okay, das Poster muss auch mit. Oh, hätte ich fast vergessen. Wer ist das? Als Papa zurückkam und uns besuchte. Okay, Papa weg. Getrennt lebend. Aha, ein Freundschaftsarmband. Tess und Fran. Oh, Oh, right. nein. I was supposed to feed you. Poor little guy. Oh nee, können wir das aufmachen, bitte? Scheinbar nicht. Können wir springen? Nee. Ist da noch eine Schublade? Herzlichen Glückwunsch, Theresa. Ne? Ach, wir machen es einfach so. Es ist immer so spaßig, wenn du zu Besuch bist. Ich kann das nächste Mal kaum erwarten. Herzchen, ich bin so stolz auf dich, deine Arbeit und die Art von Frau, die du geworden bist. Viele Liebe, Tante August. Clueless mit Alicia Silverstone. Eine reiche und glamouröse Highschool-Schülerin versucht, eine neue Mitschülerin zum beliebtesten Mädchen der Schule zu machen, aber das Schicksal hat andere Pläne. Mitarbeiterwahl. Mitarbeiterwahl? Ach so, Steph Pick. Was haben wir hier? Clue mit Tim Curry. Oh, cool. 6 Fremde zum Dinner in einer geheimnisvollen Villa eingeladen. Doch als ihr Gastgeber plötzlich tot ist, wird jeder von ihnen zum Verdächtigen. Das ist cool. Das ist ein cooler Film. Nicht mitnehmen? Schade. Ah, den Radiergummi nehmen wir mit. Den brauchen wir. Okay. Nehmen wir mit. Hier ist eine Notiz. Ich hänge gerade in Dings drin. Ist nicht so schlimm. Lesen. Hey Tess, machen wir Filmeabend bei dir? Ja, machen wir. Was für Filme bringst du von Arbeit mit? Es ist Comedy, Doppel-Feature-Nacht. Ich gebe dir einen Hinweis, welche Filme es sein werden. Was ist der Hinweis? Ich habe ihn dir bereits gegeben. Tess, tu mir das nicht an. Du hast deinen Hinweis. Oh, den Schmetterling? Nee. Da ist doch bestimmt was drin. Wusste ich's doch, eine Kekstüte. Butterkekse.
Da ist da bestimmt nichts mehr drin. Verdammt. Nehmen wir mit. Oh, wir haben was ausgedruckt aus dem Internet. Dr. Matt, persönlicher Artikel, 3 Demenztipps eines Teenage-Enkels. Oh, Dr. Matt, du befindest dich in Familienangelegenheiten. 3 Demenztipps. Wenn ein geliebtes Großelternteil anfängt, unter Demenz zu leiden, kann das wirklich schwer sein. Seit meine Großmutter die ersten Anzeichen gezeigt hat, habe ich eine Menge gelernt. Ich hoffe, diese Tipps können dir auch helfen. Erstens, es ist mehr als bloß Gedächtnisverlust. Demenz kann auch Veränderungen der Persönlichkeit mit sich bringen. Zum Beispiel kann der Betroffene sturer oder gereizter wirken, auch wenn er das vorher nie war. Denke immer daran, dass das nicht seine wahre Persönlichkeit ist, die sich da zeigt, und versuche es wegzustecken. Zweitens, pass dich an. Du wirst schnell feststellen, bei welchen Fragen es dein Großelternteil schwer fällt zu antworten. Lerne das Gespräch von schwierigen oder beunruhigenden Themen wegzulenken. Wenn du etwas Falsches sagst, mach dir keine Sorgen. Sieh es als Lernfortschritt. Sie ist positiv. Wenn sie einen Namen oder ein Ereignis vergessen sollte, korrigiere sie nicht. Reagiere so, als würdest du verstehen, dass jeder so etwas vergessen kann. Bleib positiv. Du kannst ihre Erinnerungen nicht zurückbringen, aber du kannst ihnen ein gutes Gefühl für das Hier und Jetzt vermitteln. Und vergiss nicht, nicht alles muss man mit Worten sagen. Manchmal kann eine einfache Umarmung sehr viel bedeuten. Ist da noch irgendwas dran? Eine Chipstüte. Judy's. Da ist sonst. Nee, da unten ist so ein Zeitungsartikel. Da. Nee, der andere. Okay. Okay. Die lieber mit. Ist irgendwas runtergefallen? Ein Jahrbuch. Greenville High School 2002. Grammy sagt, geht weiter zur Schule, Kids, werdet nicht wie ich. Gremlin stolz. Aber das ist auch... Oh, wir können es öffnen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Hab einen tollen Sommer. Broke. Klasse von 2003. Nächstes Jahr gehört die Schule uns. Allison. Extrablatt. Lest hier alles darüber. Es war super, dieses Jahr mit dir an der Zeitung zu arbeiten. Wir sehen uns auf den lustigen Seiten wieder. Brian. Ich bin der Erste, der hier unterschreibt. Jason. Francine was here. Hey Beste, ich wollte sicher gehen, dass du diese Nachrichten nicht übersiehst. Jetzt wird jeder, der bei dir unterschreibt, sehen, dass ich deine Bestie bin. Und niemand sonst. Lass uns diesen Sommer eine tolle Zeit haben. Jeden Abend Filmabend, Francine. Und dann hauen wir nach ab. Nehmen wir mit. Gehört dazu. Ist hier irgendwie ein Geheimfach? Nein. Schade. Am JP. Wow. Ein Mac. Die sollte ich besser... these where Mom won't see them. Okay, weil das geht nach... Zeig mal her. Nach Detroit. Reno. Richtig? Ja. Nee, von Detroit nach Reno. Und wann? Welches Datum steht denn hier drauf? Würde mich mal interessieren. $178. Oh. 10. Oktober 03. Und da steht Vertragsbedingungen, Fluggäste. Ja. Steht alles drauf. Wann gedruckt und so. Können wir nicht mitnehmen? Das ist die Schulzeitung. Vorbereitung für den Abschluss bei Seite 7. Feuere unsere Basketballstars zum neuen Saisonbeginn an. Filmreviews, Fluch der Karibik, Matrix Reloaded, Seite 4, lies alles darüber. Greenville High Gazette, September 2003, die offizielle Zeitung der Greenville High School, Ausgabe 87, Auflage 1. Niemals vergessen, der Jahrestag der Katastrophe vom 11. September. All unsere Leben haben sich an diesem schicksalhaften Tag vor 2 Jahren verändert. Greenville-Schüler teilen ihre Erinnerungen. Wie für alle Kinder in Amerika und überall auf der Welt veränderten sich am 11. September 2001 für die Schüler der Greenville High ihr Leben für immer. Ob man die Nachricht am Morgen von seinen Eltern gehört oder die Berichterstattung im Fernsehen gesehen hat, man erinnert sich auf jeden Fall, wo man in diesem schicksalhaften Moment war. In den vergangenen 2 Jahren ist Bedrohung durch Terrorismus zu einem Teil unseres Alltags geworden, genau wie Begriffe wie Massenvernichtungswaffen. Von dem Moment an, als die Flugzeuge die Türme des WTC trafen, wussten wir, dass nichts mehr so sein würde, wie es einst war. Während amerikanische Truppen in den Irak geschickt werden, laufen Gespräche zwischen Leuten, die die Unterstützung unserer Truppen fordern, und jenen, die argumentieren, dass die von George W. Bush und Donald Rumsfeld genannten Gründe für den Krieg nicht ausreichen.
Aber heute ist ein Tag, an dem wir den über 6000 Leuten gedenken, die vor 2 Jahren ihre Leben verloren haben und an dem wir die Opfer aller der Freiwilligen, Ersthelfer und Gemeindemitglieder wertschätzen, die gehandelt haben, als sie am dringendsten gebraucht. Fortsetzung Seite 2. Die neue Sporthalle. War es das Warten wert? Lily Rodriguez Senior. Ich liebe das neue Logo auf dem Basketballfeld. Go Gremlins. Jake Rowenthal Jr. Ich hasse Sportunterricht. Kinder können auch ohne eine Sporthalle in Form kommen. Tyler T.J. Jones Somerford. Packen wir mit ein. Nagellack. Nehmen wir mit. Radiergummi. Man kann nie genug Radiergummi haben. Tasse von Mamas Arbeit. Okay, die ist Schauspieler. Die muss in den Abwasch. Nehmen wir mit. Richter können wir nicht einschalten. Schade, schade. Nagellack. Nehmen wir mit. Lampe nicht. Eine Rechnung. Webseitendesign und Webpublishing. 248. Ist das unsere? Ja, Devine Design. Wir haben eine Webseite gestaltet. Kunde Hancocks Hardware, Greenville. Beschreibung Webseiten-Designdienste. Ey, wir haben gearbeitet. Cool, $248. Bargeld oder Scheck werden gerne akzeptiert. Danke für Ihren Auftrag. Mit freundlichen Grüßen, Tess Devine. Nehmen wir mit. Rechnung ist wichtig. Mal hier noch ein Radiergummi. Ich wette, das ist ein Achievement. Nagellack aufheben, nehmen wir mit. Eine Lippenbalsam. Flugblatt. Helen Sophia Devine. Oh. Oma ist gestorben. Oh. Oma ist tot. Oh, das ist unser ausgezeichnet. Okay, das ist ein Notendurchschnitt. Kein Credit, bla 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 bla. Schüler. Lehrerkommentar. Sportunterricht. Also Verspätung im. Ist die Spaltenbezeichnung. Sportunterricht ordnen. Eine Freude, Sie in der Klasse zu haben. Okay, Englisch, Charts, Gesundheitserziehung. Eine Freude, Sie in der Klasse zu haben. Fehlende Aufgaben, großartige Verbesserungen. Boah, sieht jetzt so schlecht nicht aus. Nehmen wir mit. Oder wir lassen es hier. Ne? Geht auch. Buch aufheben. Webscribe. Panimatch. Panimatch Webscribe für Windows und Macintosh. Bringe dir selbst Panimatch Webscribe auf die schnelle und einfache Art bei. Im Handumdrehen gestaltest du professionelle Webseiten, visuelle Guides für jeden Schritt gebraucht. Gut. Cool. Nehmen wir mit. Haarspangen mitnehmen. Wer weiß, was wir festklemmen müssen. Kalender, der ist noch gut für dieses Jahr. Nehmen wir mit. Ich glaube, wir gehen aufs College, kann es sein? Arbeitshemd. Nehmen wir mit. Oh. Guess I'll have to pack this after my next shift. Okay, dann machen wir es ja später. I forgot it. Aber alles Gute nachträglich. Entschuldige Verspätung, Tessa Bär. Ich vergesse von Zeit zu Zeit einige Dinge, aber du bist immer in meinen Gedanken. Ich rufe demnächst an. Kann es kaum erwarten, Papa. Getrennt lebend. Nehmen wir mit. Was ist das da? Pins. Nehmen wir mit. Tasse? Naja. Das kann Mutter auch sammeln. Noch ein Buch, ein schönes. Von Baldwin. Aha. Liquid Gold. Eine Geschichte über den kanadisch-amerikanischen Schmuggelhandel und die verbleibenden geheimen Vermögen. Oh, ich glaube, darüber geht es im Spiel, ne? Nehmen wir mit. Ich dachte, es sind Kondome, aber es sind ja bloß... Es ist Streichholzschächtelchen, ne? Genau. Nehmen wir mit. Wir rauchen zwar nicht, aber... Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Das ist cool. Können wir es mitnehmen? Jawohl. Oh. Oh. Papa und ich, ne? Lasertag Champions. Cool, die haben Lasertag gespielt. I married Bigfoot. She's great. Ha! Geh mal mit. So.
Suchorte, Gemeinde Bad Spül, Port Senedek, Hunters Point und Copper Harbor. Kann es sein, dass wir noch was suchen müssen? Ah, Birdie. The Hunt for Buried Bootlegger Treasure. Lokaler Mythos oder verstecktes Vermögen von Tess Devine. Die Prohibition in Amerika sollte die Leute im ganzen Land davon abhalten, Alkohol in Bars und zu Hause zu trinken. Stattdessen entstand eine boomende Industrie für illegale Alkoholimporte, besonders aus Kanada. Ein Großteil dieses Alkoholschmuggels fand mitten in der Nacht statt, wobei fässerweise Alkohol über die Grenze und gigantische Geldsummen zurück nach Kanada gebracht wurden. Doch eine Menge dieses Geldes wurde jenseits der Grenze von den Schmugglern gelagert, versteckt oder vergraben, um es zu sichern, bis die Luft rein ist, um es nach Hause zu bringen. Und ein Teil dieses illegalen Schatzes muss zurückgeblieben sein, als die Schmuggler von den zuständigen Behörden verhaftet oder in schiefgelaufenen Untergrundverhandlungen getötet wurden. Die Fundorte dieser hinterbliebenen Verstecke mögen über die Zeit verloren gegangen sein, doch gibt es noch Hinweise. Mein Vater und ich haben so manchen Sommerurlaub damit verbracht, potenzielle Orte auf der Suche nach dem verbliebenen Schmugglergold aufzuspüren, bisher jedoch vergeblich. Doch diese lokalen Legenden und die Geschichten dahinter sind wirklich faszinierend, wenn man mehr darüber erfährt. Sobald ist hier nichts mehr drin in dem Zimmer. Schön, sieht schön aus im Haus. Huch, das war ich nicht. Den nehmen wir mit. Ich habe Content-Musik abgeschaltet. Ne? Wer mag's nicht? Naja, fast. Haben wir? Wo war da hier so ein Stift? Arbeitsstift. Nehmen wir mit. Ich kann mich nicht ducken. Ich mache mal das Radio aus. Und das ist eine Geburtstagskarte noch? Wer hat da geschrieben? Oma, ich bin so stolz auf dich. Oh. Und dann war Oma nicht mehr. Ist da irgendwas versteckt? Da ist doch was. Ich hab's. Guck mal hier hinter. Hier. Da liegt was. Ah ne, ist das Scharnier vom Deckel. Liegt nix. Gefahr gebannt. Da auch nicht. Ja, dann. Tess? Yeah? Come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, it's nothing really. Remember, this? Ja. Ich liebe es, wie hässlich. Ich liebe es. I love it. Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it. When she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. Das war ich nicht. Ich bin ja für vieles verantwortlich. We've still got a das little nicht. while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. We took care of your grandmother right up to the end, and now they're selling the house out from under us. I know. wanna just take a minute and look around and see what's left? I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture. Amazing that no one bought it, right? Just shocking.
So you're all packed up, right? Good to go? Ugh, oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know. Mama will, dass ich mein Zimmer auf... Okay, haben wir. Die meisten Sachen von Oma Helen wurden im Rahmen des Nachlassverkaufs verkauft. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich umzusehen. Nah dran. Was heißt nah dran? Okay. Was haben wir denn hier? Ist wirklich eine Reise in die Vergangenheit, ne? Dear Millie, Millie Calder. Liebe Millie, Millie Calder. Maxime, Axiome und mehr von der Weisen des Mittleren Westens. Niemand gibt es so gute Ratschläge wie Millie live. Mit ihrem Witz, ihrer Weisheit und ihrem unsagbaren Taktgefühl verzaubert die liebe Millie ihre Leser schon seit über 15 Jahren. In Zeitungen überall im Land verteilt Millie wöchentlichweise Ratschläge an über 5 Millionen Leser. Hier sind zum ersten Mal einige der fesselndsten Antworten aus die Weise des Mittleren Westens zusammengesammelt. Zu Themen wie zu Hause, Elternsein und Romantik gab es noch nie eine Frage, die Millie nicht beantworten konnte. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Ach Gott, ist so viel zu sehen. Das ist super Suit. Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? Ich glaube schon. Da ist nichts weiter. Ach, das hübsche Bild. Nehmen wir mit. Oder auch nicht. Oh, ich ahne schon Schlimmes. Die sitzt sich richtig. Ach, da geht's raus. Farben. Da war was im Rahmen. Ich guck gleich nochmal. Leo Lambros, wohnhaft in Orange Cent, oder wie auch immer, ne? Greenville. Minnesota? Michigan? Starb am 28. Juli 68 im Alter von 43 Jahren im Alexandria Regional Hospital. Er war Veteran des Zweiten Weltkriegs, wo er als Besichtiger im 173. Bataillon der Feldartillerie diente und feindliche Positionen von der Front aus ausspähte. Später arbeitete er für das Gegangene County als Baugutachter. Er hinterlässt Ehefrau Helen Lambros und seine 2 Töchter Opal und August Lambros. Ah, okay, das ist unser Opa. Die Bestattungsvorbereitungen unter der Leitung des Bestattungsunternehmens der Familie Milton Pfannkuchen sind unvollständig. Pfannkuchen? Pfannkuchen. Home Pfannkuchen incomplete. Okay. Okay. Opa ist recht früh verstorben. Wir haben also Opa nie kennengelernt. Das zeigt dir, was ein Hammer ist, ne? Taschenrechner. Mhm. Das zu der Jahreszeit. Ah, das ist Opa. Property Inspector. Grandpa Leo was An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Mhm, Objektgutachter. Wissen wir Bescheid?
So, im Rahmen war was, hast du gesagt? In den Rahmen? Nein, ne? Hier meinst du vielleicht? Ja, ist bloß der Keil, damit das Bild nicht rausfällt. Mehr haben wir hier nicht. Hier ist noch eine Box, aber da können wir nicht reingucken. Ja, hätte ja sein können, dass ich was übersehe. Sah ja auch so aus, als wäre das was, ne? Ich glaube, hier ist nichts weiter. Ist nicht viel übrig geblieben. Schön. Eben. Bei der Brille. Wie soll ich da was übersehen? Okay, wenn meine Augen hier sind. Oh, Tess ist immer schon ein bisschen größer gewesen als die anderen. I'm taller than you were. Who's taller now? You are. But I've still got time. Sind wir jetzt 16? Ja, ne? We did our best, but the results were... Ugh. Schick. Schön, dass du da warst, um meine Backkünste zu beaufsichtigen. I've gotta take more pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around. 10.02.2002. Wollen wir die Magneten mitnehmen? Nee. Who are these people? Mom's friends? Dorothy John Havermann und Nathaniel Edgar Borges laden euch ein, die Freude ihrer Hochzeitsfeier am Samstag, den 9. Juni 2002 um 1 Uhr am Nachmittag mit ihnen zu teilen. Ach ja, so eine Partys sind immer toll. Okay, bis nächste Woche müssen wir ausharren. Können wir noch irgendwas essen, trinken? Nee, wir haben keinen Hunger. Entschuldigung. Hier ist nichts weiter, ne? Und wir haben hier Aschenbecher. Ach nö, ne? No. Why isn't this in the fridge getting cold? Come on, Mom. Dann müssen wir was mitnehmen. Kann ich aber nicht. Wofür brauchen wir denn so viele Hammer? Ich suche immer meinen. Oh, mit Durchreiche. Sowas ist cool. Sowas finde ich super. Aber im Wohnzimmer, wo alles offen ist, im Eingangsbereich, das ist ein bisschen mehr Wände, Mut zu wenden. Das, Wow. Was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. tja, es ist nie leicht, jemanden zu verlieren. Und es dauert lange. War doch gerade eben was. Das war auch nicht der Cutter. Das war der Eimer. Da
Rabe husten. Oh, Flipflops. Ugh, Mom, please quit already. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ich darf das sagen. Ich war auch Raucher. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Nie anfangen. Oh ja, das habe ich übersehen. Aber mit meinen Adleraugen. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about Oh, it. wir finden bestimmt Schmugglergold. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Lions Creek, nein, danke. Ach, Mann. Ui. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Ist doch aber jetzt so schlimm nicht, oder? Sieht doch ganz adrett aus. Keramik. Hm? Standardmark. Okay, die stehen nicht mehr da, sind schon verkauft. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Eben. Yeah, no, not that I know of. Aber das hätte doch sein können. Das sieht schön aus hier draußen. Gut gepflegte Wiese. Passt doch. Ah, Nachricht von Sam. Nachricht von Sam. Wie ist der Opa nochmal? What's this thingy? Maybe to smooth out the surface so there's no bumps? Da ist ein Fingerabdruck drauf. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's still kind of beautiful. I miss her a lot. Yeah, me too. Oh. Immerhin hat sie sich beschäftigt. Gibt ja viele, die anfangen zu resignieren, ne? Und natürlich zu vergessen. Oh, hey. Nokia? It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere.
No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Sehr kurz angebunden. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Rot Okay, und let's schwarz. go. Tante August hat Mama angerufen, weil sie ein Buch sucht, das ihr aus irgendeinem Grund wichtig ist. Das ist wahrscheinlich irgendwo oben. Wahrscheinlich hier ganz oben. Ach, ich kenne doch die ganzen Taschenspielertricks hier. Aber wir tun erstmal so, als wäre... Ah, okay. Bis hier hoch ist hier noch... War da ein Treppenlift oder so? Nee. Ist halt dann immer hier wieder hoch, ja? Eine Duschhilfe. Sitzhilfe fürs Klo. Okay, da fassen wir nicht rein. Guess we can get rid of these. Acetaminophen. Memantin. Was auch immer das macht. Das war wahrscheinlich gegen die Demenz. Wobei es da wahrscheinlich nichts gibt. Rollstuhl später. Oh, so eine Schiebevitrine. Die kenne ich noch von früher. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Opal. Deine Mutter war immer eine Inspiration, nicht nur für mich, sondern für eine ganze Generation an Schriftstellern und Lesern. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Frieden sie mir über die Jahre gebracht hat, in der Lage zu sein, dort zu schreiben, wo sie es einst getan hat. Nun, ich hoffe, dass ein kleiner Teil ihrer Magie auf mich abfärbt. Liebe Grüße, Ben Gerber. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Erstmal müssen wir gucken, ob hier noch... Aha. Liebe Millie, ein Abschied von Millie. Liebe Leser, es war eine Freude, eine Ehre und ein Privileg, euch über all diese Jahre zu schreiben. Nur wenige Menschen haben das Glück, sagen zu können, dass sie ihren Job lieben, und ich bin dankbar, einer dieser Menschen zu sein. Ich habe so viel von euch allen gelernt, und ich hoffe, ich konnte euch auch die ein oder andere Sache beibringen. Jede Woche, wenn ich eure Briefe geöffnet habe, war ich immer sehr mitgerissen von eurer Leidenschaft und eurem Antrieb zum Erfolg, es besser zu machen. Oft haben wir über das Schlechteste im Menschen gesprochen und noch viel öfter über das Beste. Und für den Rest meiner Tage werdet alle mir eine Inspiration sein. Auch wenn diese Kolumne ein Ende findet, hoffe ich, dass ihr in mir immer noch eine Freundin seht. Ich sehe euch jedenfalls als Freunde, in Liebe Millie. Hast du schon mal einen Rat von Millie erhalten? Wenn du eine Geschichte darüber hast, wie Millie dein Leben zum Besseren gewandt hat, schicke einen Brief an Liebe Millie, Postfach bla bla bla. Millie beantwortet ab sofort keine Fragen mehr. Oh, warte mal. Want to know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? Wir wissen warum, weil sie es nicht mehr schreiben konnte. Were you nervous? A little, I guess. I definitely didn't feel like I could live up to Millie. But it was just for one column. Her editor helped a lot. I'm glad I got to do it. Deswegen. Oh, sehr süß. Huch. I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma.
And a box of crayons, apparently. We'd come to visit, and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Ich konnte nichts sagen. Ist vielleicht auch die Kultur oder ähnliches. Wobei ich wurde gar nicht gefragt, ob ich was sagen möchte. I am the very model of a modern major general. La 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 da 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 mineral. Piraten von Penzance. Ach ja, Theater Andromeda. Was ist das? Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Nein, wir lesen ihn. Opal, tut mir leid zu hören, dass es Mama schlechter geht. Ich denke in letzter Zeit häufig an sie. Ich weiß, das ist ein Wunderpunkt, deswegen ist dies das letzte Mal, dass ich es anspreche. Ich wünschte wirklich, dass du mich mit Mamas Medizinrechnung helfen lassen würdest. Ich verstehe ja, dass du mich lieber persönlich da hättest, um zu helfen, aber ich komme einfach nicht lange genug von meiner Arbeit weg, um das zu machen. Es tut mir leid, das Geld das Einzige ist, was ich im Moment bieten kann, aber so ist unsere Situation nun einmal. Wenn dich alles zu sehr stresst, kannst du Tess jederzeit wieder für ein Wochenende herschicken. Ich habe sie wirklich gern bei mir. Ruf mich an, wenn es irgendwas Neues zur Mama gibt, in Liebe, August. Kann es sein, dass August alles finanziert hätte? Wir müssten vielleicht sogar gar nicht aus dem Haus raus, sondern ist es irgendwas, was da schwelt? Weil sie hat ja gesagt, ne, sie ist reich, aber eben halt nicht berühmt. Oder hat Geld, aber nicht berühmt. Und lässt sich nicht helfen. Warum? Wahrscheinlich, weil sie halt nicht da war, als es der Mutter schlecht ging. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but you go first. Ich habe eine seltsame Hakenstange gefunden. Wie zum Teufel nennt man die eigentlich? Jedenfalls sollte ich damit die Treppe zum Dachboden herunterziehen können. Wir haben zwar noch nicht explizit danach gesucht, weil ich es nicht angeklickt hatte, aber es sieht gut aus da draußen, und es ist eine schöne Nachbarschaft. Der typische Vorgarten. Aber er weiß zu gefallen, weil da drüben ist er gemäht, hier nicht. Das ist gut. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book? Ist aber klein hier oben, oder? Da ist doch ein riesengroßes... Warum ist das so lütt? Hier ist doch bestimmt ein geheimer Raum. Swing into Spring. Uiuiui. Mottenkugeln? Ja, Mottenkugeln. Ist total doof, ne? So richtig unpraktisch. Man trifft die ganz schlecht damit. Ui. Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Danke. Wer sammelt denn sowas? Oh. Hier ist ein Fernseher. Ui, was ist das? Wer ist denn hier Bowling-Weltmeister geworden? Warte mal.
Ah, ist bloß... der ist noch nicht signiert worden. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? He's right, they are hip. Hip and cool, like a guy in a ska band would wear or something. Ska? It's, Musik. it's this music that cool kids at school like. It has, like, trumpets and stuff in it. And the guys wear fedoras and sunglasses and dress shoes and stuff. And I think, like, bowling shirts. Like Dad. Ska is cool like Dad. I see. Anything else? Nope. Okay. Okay, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Oh. Oh. Hochzeitskleid. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Ich werde nicht heiraten. Ich glaube, ich hätte lieber ein modernes Kleid. Das hängt aber davon ab, wie man heiratet, ne? Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess there are you reasons, too. What? Mom, do you ever think that maybe sometimes I just say things I know you want me to say? So you don't want to wear the dress? I don't know. I don't even know if I'm ever gonna get married. Well, I just... In the future, please don't patronize me. I don't want you to tell me something just because you think it's what I want to hear. You're better than that. Better than that? I just... If I don't say what you want me to say, you don't take no for an answer. So when I asked if you wanted your grandmother's wedding dress, you said yes, but you meant no. I understand. You were just telling me what I wanted to hear. Oops. You don't want the dress. I get it. I mean... But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? Ups, das wollte ich eigentlich nicht auslösen. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But... Mom? Hold on, it might Ich still wusste be es. here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Ich wusste es. Okay, vergiss das Buch von August. Wir haben in einem Geheimfach auf dem Dachboden einen seltsamen Koffer gefunden. Hat Oma Helen ihn dort versteckt? Und warum? Die Antworten liegen vielleicht da drin. Ich sag doch, das ist viel zu klein, der Raum. Wo ist der Koffer? Da ist der Koffer. Oh, nein. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit?
Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Das stimmt. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Ich wollte das Bild angucken. Okay. Das sieht sehr seltsam aus. Oh, wir können es nochmal angucken. Warum sieht aber komisch aus? Dieser Platz ist zum Schreiben von Nachrichten. Bald werden wir zusammen sein. Ich liebe dich und wir werden unser neues Leben zusammen lieben. Frei und glücklich. Veröffentlicht vom Moretto Postcard, bla bla. Postkarte, Helen Devine. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Jetzt kommen die ganzen Geheimnisse raus. Da ist das Buch, ne? Uiuiuiui. Wer ist denn die Frau da? Cooler Van, verrückter Van, Retro-Van, abgefahrener Van. Ich finde den eigentlich schön retro. Hip van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a Hätte no-brainer. ich auch gemacht. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Ist es. Could I do that? With our car? No! Warum nicht? Von der Polizei Greenville in Gewahrsam genommen. Letzte Nacht fand ein weiterer Einbruchdiebstahl statt, den die Staatspolizei als einen Teil einer Serie von Verbrechen durch eine einzelne organisierte Gruppe ermittelt. Wieder gab es keine Spuren auf ein gewaltsames Einbrechen und beinahe der gesamte wertvolle Schmuck wurde gestohlen, Waren im Wert von über $100.000. Lokale Pfadfinderinnen unternehmen Ausflug zum Strand. Die Pfadfinderinnen von Truppe 317 des Greene County haben gemeinsam mit ihren Familien einen Ausflug zum Strand von See. Liebe Millie. Kürzlich hat meine enge Freundin mitgeteilt, dass sie ihren Ehemann betrügt. Mir sind beide unglaublich wichtig und ich bin mir nicht sicher, ob ich es dem Ehemann sagen oder ihr Geheimnis bewahren sollte. Unsicher in Dudut, das ist sie selber. Sie hat sich selber einen Ratschlag gegeben. Liebe unsicher, Situationen wie diese sind für alle Beteiligten schmerzhaft. Es gibt keinen leichten Weg hinaus. Denk daran, dass es ihr Geheimnis ist, nicht deins. Behalte deine Treue dort, wo sie ist. Liebe Millie, ich weiß, du hast versprochen, niemals deine Haferbrei zu teilen. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling Der it Opa off. war's. It went on for, well,
I mean, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Nie. Naja, die typische. Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. Imitation jawbreakers. Ah, these little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me in August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Ja, manchmal wäre es besser gewesen, dass man nicht mehr so viele TV-Sender hat. Okay. Meine Tochter hat mich kürzlich zutiefst schockiert. Sie ist verheiratet. Anscheinend haben sie und ihr hübscher Arbeitskollege sich das Ja-Wort gegeben, ohne dass ich etwas davon wusste. Sie meint, sie wollten die Hochzeit ausfallen lassen, um Geld für ein Haus zu sparen, aber ich bin sehr verletzt, dass sie mich so ausgeschlossen hat. Sie weiß genau, dass ich schon lange von einer großen Hochzeit träume. Wie kann ich sie davon überzeugen, dass eine Ehe, die so heimlich geschmiedet wurde, niemals anhalten wird? Angesäuerte Schwiegermutter. Redakteuranmerkung: Millie ist ein Charakter, reißt sich zusammen. Liebe Angesäuerte. Der halbe Kampf eines Elternteils besteht darin, seinen Kindern zu erlauben, ihre eigenen Fehler zu machen. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Ehe halten wird, und dir bleibt nichts anderes, als das Beste daraus zu machen. Bedenke die Last, die deine Tochter ertragen musste, alles unter Verschluss zu halten. Wir haben alle unsere Geheimnisse, ich eingeschlossen, und nicht in der Lage zu sein, sie auch nur mit unseren am meisten geliebten Menschen zu teilen, kann einem quasi die Luft zum Atmen nehmen. Obwohl es schwer sein kann, zuzusehen, wie ein Kind... Siehe unten. Wie ein Kind so einen törichten... Nee, obwohl es schwer sein kann, zuzusehen, wie ein Kind so einen törichten Fehler, Fragezeichen, begeht, ist das Beste, was eine Mutter machen kann, sich zurückzuhalten. Ja, Schwerkraft ist das Beste. Liebe Grüße, Millie. Zu schroff neu schreiben. Mein Ehemann hat die Beziehung zu einer Highschool-Flamme neu aufleben lassen. Einem Mädchen, das er seit seiner Zeit bei der Air Force nicht mehr gesehen hat. Sie ist, genau wie er, verheiratet und hat mir versichert, sie sei eine Freunde. Obwohl ich es hätte besser wissen müssen, habe ich es unterstützt, und die beiden begannen mehr und mehr Zeit miteinander zu verbringen. Nun, ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Als ich nach dem Einkauf etwas früher als geplant nach Hause kam, erwischte ich sie auf frischer Tat. Jetzt weiß ich nicht weiter. Meine Freundin rät mir dazu, mich scheiden zu lassen. Meine Mutter sagt, ich soll für die Kinder bei ihm bleiben. Was soll ich nur tun? Hoffnungslos im Herzland. Redakteuranmerkung: Nein. Nichts ist schlimmer, als mit anzusehen, wie die eigene Ehe zerbricht. Glaub mir, ich weiß das. Es ist schwer zu sagen, was schlimmer ist, das Gefühl des Verrats oder die Realisierung, dass du übers Ohr gehauen wurdest. Scheidung ist ein kompliziertes Thema, gar keine Frage, aber ich sage dir eins, es ist immer genug Zeit für einen Neuanfang. Einsamkeit und Freiheit sind zwei Seiten derselben Münze. Liebe Grüße, Millie. Keine Zeitung wird dir erlauben, für eine Scheidung zu argumentieren. Neu schreiben. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married 20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Naja. Watergate. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Jetzt werden wir die schlimmsten Sachen lesen.
sind keine Hilfe. Sie denken, sie wären gute Nachbarn, aber wenn jemand wissen sollte, wo der Pfad der guten Absichten hinführt, dann diese Kirchendamen. Die Kinder machen so gut es geht weiter. Opa ist wie immer in ihre eigenen Jugendrahmen verstrickt, fast als wäre es ein ganz normaler Sommer. August macht mir mehr Sorgen. Sie rutscht immer tiefer in ihrer Fantasie ab. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen, doch es gibt so viel, was ich nicht sagen kann. Es wird langsam zur Herausforderung, meinen Kontakt zu XXXX geheim zu halten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder zusammen sind, aber das alles für mich zu behalten, keiner Seele etwas zu erzählen. Es ist beinahe zu viel, aber er weiß es und ich weiß es. Schon bald wird das Warten ein Ende haben und das wird alles der Vergangenheit angehören. Postkarte, Liberty, United States, Helen. Vergiss die Vergangenheit, Leo ist tot, alles was jetzt noch zählt, ist unsere Zukunft zusammen. Sie hatte eine Affäre. Es ist halt so, wie es ist, ne? What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the whole place out. Auf jeden Fall. Vielleicht finden wir das Spucklergold. Maybe we'll find that bootlegger gold? Oh, not this again. And to see if we can figure out what really happened with Grandma Helen and the mystery man. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around Ach here. komm, wir haben noch eine Woche Zeit. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. Do you really think we're gonna find buried gold at your grandma's old summer home? Well, no, not really. It's like Bigfoot. He's just fun to look for. I see. Like Nessie, like X-Files. I don't remember that episode of X-Files. Doch, die gab's. The one where they look for buried gold? Why would the FBI send them to look for buried gold? The government's always looking for money. Yeah, you're not wrong. Well, if I find it, you'll be the first to know. And then the government. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Nur mal kurz so, ich habe gerade geschaut. Der See heißt die Folge. Es gab nämlich eine Loch Ness-Adaption, ne, bei Akte X. Gut, wir sind unterwegs zum geheimen Sommerhaus, um herauszufinden, was das mit dem geheimnisvollen Mann von Oma Helen auf sich hat. Wer weiß, was wir dort finden. Es wird aber dauern, bis wir ankommen. Na dran. Hi, Mutter. Schreib mir, wenn du Zeit hast. Was ist das hier? Fahrzeugschein, Kennzeichen, okay, Modell, oh ja, Baba, nicht gültig und offizielle, bla bla. Sitzplätze, nicht verfügbar. Das ist ja falsch, das ist ja nicht richtig hier. Ja, Modi. Was haben wir hier? Quickstop. Kaugummi, ein paar Chips haben wir. Super.
Wahnsinn. Und die Brille, die brauchen wir. Klappe zu, Affe tot. What highway are we on anyway? Oh, this is the old 2-lane north route. From before there was a freeway. It used to be the main route north, but now it's pretty off the beaten path. It's the way we always took to get up to the summer place when I was growing up, though. So I wanted to take it again. Nett ist die kleine Schwester von, ne? It's nice out here. Peaceful. Mm-hmm. Used to be a lot more cars on the road, and little shops and towns along the way. But with all the traffic going up the freeway now, everything kind of died off. Oh, da ist ein Briefkasten. Oh. Alte Werbetafel. Nicht zu schnell fahren, Mutter, ne? Okay, Strich 60, da, ne? Es fühlt sich langsamer an. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? Ja. No. Reading Doch. in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. Hä? Ich bin angeschnallt. Tess, will you stop doing that? Doing what? You know exactly what you were doing. You were being annoying, and pretending like you don't know what it is just more annoying. I can't stop being annoying if you don't tell me what I was doing. Yes, you can. I've seen you not be annoying before. When? Not anytime recently, now that you mention it. Just cut it out, will you? Okay, fine. Tess, you said you'd stop it. Stop what? Tess, do you know the concept of tuck and roll? It's what you're gonna need to do when I throw you out of this car going 50 miles an hour. Das machst du Now nie. cut it out. Oh, fine, I'm sorry. But what if I start being annoying again? Then I'm just going to ignore you. Or throw you out of the car. Either way, why don't we just not find out? Ach, Mütter. Mhm. Oh, die Handtasche. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Da ist ja gar kein Zündschlüssel drin. Hast du das Auto geknackt oder was? Ah, Fensterheber geht nicht. Huch. Nicht zu schnell fahren. What the hell is this? It makes me uncomfortable. I think it's a numbers station. Is that something from, like, the X-Files? Maybe? Car radios can pick them up in the middle of nowhere. Some people think it's a secret coded government message. Whoa. Maybe if we decode it, we can find out where they're hiding the aliens. You get right on that. The truth is out there.
When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age. So, a super long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. You're 69? 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. Sounds really nice. So why did we never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. It could still be in good shape. Maybe somebody's been, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like shoe elves. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Well, it's better than not having a home at all, isn't it? Okay, we're not gonna be homeless. But we're getting kicked out of Grandma Helen's house. We don't have anywhere else to live. We'll find a place. What kind of place? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, I thought you said it was underwater. Well, it's not doing great, but... Mom. What? We need money. Believe me, Tess, I know. If Dad was still here. Excuse me? He could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west for work. What? Don't laugh at me.
I'm not. It's just... work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Telefon... Oh, the radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. Die haben doch auch AM und nicht nur FM. Ist ja immer noch 2 Meilen. Sag mal, fahren wir hier im Kreis oder was? Anweisung aufheben? Was ist das? Oh. Ach, wir sind nicht abgebogen. Am Pfannkuchen. Ach, das ist... Sie kennt einen Umweg. Dr. Highway, ja, ist klar. Das ist... Ich mach mal aus. Hey Kiddo, tut mir leid, dass ich deine Nachricht verpasst habe. War mitten in einer großen Verhandlung. Was los? Hey Papa, was geht? Nicht viel, bin gerade auf Arbeit, aber schön von dir zu hören. Ah, wie läuft die Arbeit? Oh, Entschuldigung, musst du weitermachen? Kein Problem, schreib immer gern mit dir. Ich kann kurz Pause machen. Es läuft gut hier. Harte Arbeit, die Geld bringt. Haha. Super, tatsächlich habe ich deswegen über etwas nachgedacht. Kannst du vielleicht etwas Geld schicken, um Mama und mir zu helfen? Keine Ahnung, ob Mama es dir erzählt hat, aber wir ziehen nächste Woche aus. Ich glaube, es wird schwer für Mama, die Miete für eine neue Wohnung zu bezahlen und sowas halt. Glaubst du, du kannst uns zur Hilfe Geld schicken? Würde ich echt gern, aber im Moment wird all mein flüssiges Kapital in die Arbeit reinvestiert. Wenn ich genug schicken könnte, dass es was nützt, ohne dass es mein Geschäft hier draußen ruinieren würde, wäre es keine Frage. Aber deine Mama war schon immer die Klügere von uns. Mir wird was einfallen, mach dir keine Sorgen. Okay. Du verstehst das, oder Schatz? Ja. Hast du Mama erzählt, dass du die Tickets gekauft hast? Noch nicht. Mama und ich sind gerade auf einem Roadtrip. Wir untersuchen ein Familienrätsel und fahren zu ihrem alten Sommerhaus. Ist das zu fassen? Wow. Du musst es sagen, Kiddo, ansonsten mache ich das. Und du weißt, dass sie ausflippen würde. Lol. Okay, ich mach's so bald wie möglich, versprochen. Ich weiß, dass du das wirst. Hab dich lieb. Muss jetzt wieder los. Sei nett zu Mama, okay? Hab dich lieb. Are you sending text messages to someone? Nein! Ja. Yes? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to.
Ist doch noch gut. Bisschen Farbe drauf, 3, 4 Nägel rein. Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Die Vogelscheuche Mom, lebt noch. Well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more. Aber die Scheiben sind noch da und etwas heruntergekommen. Run down? Weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. So habe ich mir das nicht vorgestellt, als Mama von einem Sommerhaus sprach. Trotzdem ziemlich cool. Bestimmt gibt es dort viele coole Sachen aus Mamas Teenagerzeit und hoffentlich auch Hinweise auf Oma Helens geheimnisvollen Mann. Aha. Okay. Ich meine, jetzt mal, ja, es ist ein Sommerhaus, aber nichts, was man isolieren könnte. Es hat einen Kamin. Gut, hier müssen ein paar Bretter ausgetauscht werden, aber hier gibt es ein paar Bäume. Aber es ist ganz schön viel nichts hier. It's your hip van. And it's locked. Gotta keep all the hip stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The hip stuff is so close, I can taste it. Der Van, den Mama als Teenagerin zum Schlafzimmer gemacht hat, steht immer noch hier. Aber er ist verschlossen. Sie sagt, die Schlüssel könnten in Augusts Zimmer sein. Ja, das kriegen wir alles hin. Also ist eine nette Bleibe. Also wenn du nichts zum Wohnen hast, das hier abbezahlt ist. Haben ist besser als brauchen, ne? Okay. Fenster nicht kaputt, müssen wir nicht tauschen. Verschlossen. Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Gucken, ob wir hier vorne rein können. Ja, mal wieder der Ascher unterwegs. Aber so viel Sturm kann nicht gewesen sein. Das Besteck liegt noch. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances.
Ich muss den Hirsch streicheln. These have seen better days. Yeah, it's a shame they've gotten so moth-eaten. I meant when they were alive. Right. I think hunting is really rude. Like, leave the poor animals alone. Genau. You know, people have been hunting animals since we lived in caves. Right. Before there were supermarkets. Or shotguns. Hunt like a caveman, and maybe I'll give you a pass. Did Grandpa shoot these? Mm-hmm. Well, the pheasant. I shot the deer. Sind es auch. Also ich find die Geschichte, es ist ruhig. Aber ich finde das halt so ultra echt. So, wie sagt man da, aus dem Leben gegriffen, ja? Du erlebst hier gerade eine Geschichte mit Offenbarung, die genau so bei zig Fantastillionen Leuten passieren kann. Und bei 100.000 vielleicht passiert ist. Wer weiß, was wir hier für Geheimnisse aufdecken. Mom! That's kind of awesome. I mean, as noted, hunting in general is rude and unnecessary, but still, it's kind of badass. You were my age when you shot it? Younger. Our father took us hunting during the summers when we'd stay out here. Well, mostly just me. I always did all right with hunting. I could kind of, what's the word? Compartmentalize it? I don't think August could, though. I only saw her fire a gun once. A little .22 hunting rifle. Ach so, kleines She Ding. didn't want to, but my dad wouldn't let her give up. He said we weren't heading back until August took her shot. So she aimed and fired and missed. The deer ran off, and August cried all the way home. That was August's first and last hunting trip. Our father didn't have much patience for that kind of, he had a real thing for, you know, not letting your emotions get in the way. Maybe it's good to let your emotions get in the way sometimes. Maybe they're trying to tell you something. I shot the sheriff. Zum Glück liegen hier keine Essensreste. Das heißt da, aber hier ist Strom. Warte mal. Sag mal, wie kommt denn hier Strom? Habe ich hier was verpasst? Ein Generator oder so? Weil da ist ein Kühlschrank. Und ein Fernseher. Nachschub, bin gleich wieder da.